Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute würde ich gerne über Meetings sprechen. Nicht, wie man sie durchführt, das habe ich schon in anderen Meetings gesagt, auch nicht, welche es in Scrum gibt, sondern mal über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich, dass wir in Scrum immer wieder vorgeworfen bekommen, auch in der ganzen Agile-Welt, in anderen Frameworks, man würde so wahnsinnig viel mieten. Naja, schaut euch doch mal um in den Konzernen. Könnte es sein, dass man sich dort übermietet? Also im Sinne von einfach zu viele Meetings macht, dass die Leute schon mal gar nicht mehr zum richtigen Arbeiten kommen. Und in die meisten Meetings geht man rein und dann kommt man mit mehr Arbeit wieder raus. Also das ist schon komisch. Also Menschen kommen zusammen, um miteinander was zu besprechen, damit was gelöst wird. Und anstatt dass sie es lösen, gehen sie aus dem Meeting wieder raus und nehmen die Arbeit wieder mit, weil sie im Meeting nicht erfolgt. Das ist irgendwie komisch. Die Gegenreaktion ist ja zu sagen, gar keine Meetings mehr. Ja, machen einige kleinere Softwareentwicklungsbuden, die sagen, es gibt keine Meetings mehr, weil die einfach völlig ineffektiv sind. Und das stimmt ja, weil die meisten Meetings, das sind Debatten. Da geht es darum, dass einer mehr Recht hat als der andere. Und wenn keiner Recht hat, hat der Chef Recht oder nur der Chef informiert oder die Chefin informiert und alle wollen zwar was sagen, sagen aber nichts. Und am schlimmsten sind die Status-Meetings, wo alle, die gerade nicht am Wort reden, gehend in ihre iPhones hineinschauen oder die Rechner aufmachen und völlig unproduktiv sind. Und weil sie so unproduktiv in den Meetings sind, machen sie halt ihren Rechner auf und hoffen, deswegen sie ihre E-Mails abgearbeitet kriegen im E-Mail. Ja, noch schlimmer sind Telefonkonferenzen. Keiner sieht, dass man den Rechner auf hat und eigentlich am Arbeiten ist und dann irgendwie zuhört, die Hälfte nicht mitbekommt und ständig wieder raus. Auch Quatsch. Also No Meetings ist vielleicht die Lösung. Beides stimmt nicht. Nicht, wenn man wissensbasiert arbeitet und in überkomplexen Umfeldern arbeitet. Also wenn das stimmt, dass die heutigen Probleme, die wir in Unternehmen zu lösen haben, nur dadurch gelöst werden können, dass die Spezialisten, die es brauchen, um ein Problem zu lösen, zusammenarbeiten, dann wäre es sinnvoll und ist auch sinnvoll, so lange zu warten, bis alle wirklich verfügbar sind, dann das Meeting zu halten, im Meeting das Problem zu lösen und dann auseinanderzugehen, weil das Problem ist ja gelöst. Das heißt, es wäre sinnvoll, mit dem Arbeiten an dem Problem zu warten, bis alle, die wirklich was zu sagen haben, da sind und dann das Meeting durchzuführen. Und wenn es dann 4 Stunden dauert, dauert es 4 Stunden und dann fertig zu machen. Also man macht eigentlich Workshops, ja, und nichts anderes. Diese Idee ist abgeleitet vom Hackathon. Also so lange an der Sache arbeiten, bis sie wirklich fertig ist. Spannenderweise ist das bei Vertragsverhandlungen und bei so Gewerkschaftsverhandlungen auch so. Die schließen sich dann ein und machen dann irgendwie die Nacht durch. Warum müssen die Nacht durchmachen? Das ist auch immer komisch. Na, weil man sie nicht rauslässt, weil sie fertig werden müssen. Und genauso solltet ihr das auch machen. Ihr solltet euch daran gewöhnen, dass die ihr braucht, müsst ihr alle da haben. Dann macht ihr das Meeting, löst in diesem Meeting das Problem oder erarbeitet das Werkstück oder was immer es ist und dann verlasst ihr wieder den Raum. Es gibt noch einen Aspekt. Es gibt verschiedenste Meeting-Formate, mit denen man das managen kann. Nicht jedes Format ist für jedes Problem geeignet. Schaut euch mal verschiedene Facilitation-Formate an. Das könnte sein, dass es bei Retrospektiven braucht ihr vielleicht was anderes als bei einer Besprechung, wo es darum geht, sich auf irgendwas gemeinsam zu einigen. Dann nützt ihr vielleicht den Circle W oder nehmt Elemente der Konsentfindung aus der Soziokratie. Es könnte sein, dass es einfach mal darum geht, Ideen zu generieren. Vielleicht nehmt ihr eine klassische Brainstorming-Technik dafür oder die Brainwriting-Methode. Oder ihr überlegt, ob ihr einen Facilitator holt, der mit euch im Circle Way arbeitet. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Oder. Es gibt ganz verschiedenste Facilitation-Formate und Meeting-Formate, die man halt können muss, die für den jeweiligen Einsatzzweck notwendig sind. Also, wir brauchen Meetings im Unternehmen, aber wir brauchen Meetings im Unternehmen, die so geführt werden, dass Resultate dabei rauskommen. Und sollte das nicht so wahr sein, also solltet ihr das Gefühl haben, dass es langweilig ist, wo ihr gerade seid, dass es keinen Sinn macht, dass ihr lieber eure E-Mails aufmacht in dem Meeting, ja, dann steht doch auf und geht. Was soll denn passieren? Also in Deutschland ist man so gut wie nicht, man kann niemanden rausschmeißen auf die einfach. Wenn ihr aufsteht und sagt, ich habe was Besseres zu, dann geht. Ja, wenn es dafür dann eine Abmahnung geben sollte, na gut, dann ist auch in Ordnung, bleibt der halt trocken und sagt, ihr seid ineffektiv. Dann hat aber der Chef entschieden, dass er ineffektiv sein will. Ist auch in Ordnung. In diesem Sinne, weniger Meetings und die dafür effektiver. Viel Spaß.